Wenn du dich auf die Take B1-Prüfung vorbereitest, dann bist du hier genau richtig. Ich gebe dir heute viele praktische Tipps zu allen 4 Teilen der Prüfung. Lesen, hören, schreiben und sprechen. Außerdem erfährst du, worauf du am Prüfungstag selbst achten solltest. Die B1-Prüfung ist gut zu schaffen, wenn du weißt, was auf dich zukommt. Also bleib dran und wir starten direkt mit dem ersten Teil. Lesen und Sprachbausteine. Der erste Prüfungsteil ist Lesen. Dafür hast du insgesamt 90 Minuten. Im Leseteil bekommst du verschiedene Texte. Anzeigen, E-Mails, kurze Artikel und musst dazu Fragen beantworten oder Aussagen zuordnen. Am Ende muss man auch ein paar grammatikalische Aufgaben lösen. Das ist anders als beim Goethe-Zertifikat zum Beispiel. Diese heißen Sprachbausteine. Wir fangen aber mit den echten Lesetexten an. Lesen Teil 1. Beim ersten Teil wirst du 5 Texte haben und 10 mögliche Überschriften. Also werden 5 Überschriften gar nicht gebraucht. Bei dieser Art von Aufgabe würde ich immer zuerst den Text lesen und dann nach der passenden Überschrift suchen. Dann gehe ich zum nächsten Text und suche nach einer passenden Überschrift dafür. Wenn du bei einem Text unsicher bist, ob Überschrift C oder H besser passt, schreibe erstmal beide auf und mache weiter. Dann gehe ich zum nächsten Text und gucke nach der Überschrift dafür. Vielleicht kommt danach ein Text, der offensichtlicher zu C passt. Und jetzt weißt du, dass der vorherige H sein muss. Zum Beispiel. So verschwendest du viel weniger Zeit und machst einfach weiter. Und wenn es immer noch unklar ist am Ende, dann kannst du ein bisschen mehr Zeit investieren. Für diese Aufgabe würde ich empfehlen, dich mit unterschiedlichen Textsorten auseinanderzusetzen. Besonders in den Tagen, Wochen und Monaten vor der Prüfung. Du solltest also wissen, wie ein Buch- oder Filmtipp klingt und wie er sich von einer Umfrage oder einem Leserbrief unterscheidet. Lesen Teil 2. Beim Teil 2 musst du einen gesamten Text lesen und dazu 5 Multiple-Choice-Fragen beantworten. Was hier besonders wichtig ist, lies nicht einfach von oben bis unten alles durch. Schau dir zuerst die Fragen an. So weißt du schon, worauf du beim Lesen achten musst. Die Fragen sind auch in genau der Reihenfolge, in der die Antworten im Text zu finden sind. Das bedeutet, du kannst die erste Frage lesen und dann den Text lesen, bis du diese Antwort findest. Die erste Antwort sollte im ersten Viertel des Textes sein. Sobald du diese Antwort findest, liest du die nächste Frage und fängst wieder dort im Text an, wo du aufgehört hast. Dann machst du das, bis du alle Fragen beantwortet hast. Oft geht es nicht darum, jedes Wort oder jeden Satz zu verstehen, sondern die wichtigsten Informationen herauszufiltern. Lesen Teil 3. Jetzt sind wir bei der letzten Leseaufgabe. Dabei findet man 10 Beschreibungen von Wünschen oder Vorhaben, die du oder deine Freunde haben könnten. Ein Beispiel wäre, sie möchten ihre Sprachkenntnisse von zu Hause aus verbessern. Danach kommen 12 Anzeigen. 2 Anzeigen werden also zu keiner beschriebenen Situation passen. Für diese Aufgabe
würde ich eine Situation oder eine Beschreibung lesen und dann alle Anzeigen überfliegen, um Ideen zu sammeln. Du schreibst also die 1 bis 3 Buchstaben für die Anzeigen, die vielleicht passen könnten. Und so machst du weiter für alle beschriebenen Situationen. Manche werden offensichtlicher sein und dann weißt du, dass diese Anzeige nicht mehr verwendet werden kann. Dementsprechend kannst du diese Anzeige überspringen und du musst diese nicht mehr überfliegen. Passe hierbei besonders auf Wörter wie nicht und kein auf, da diese die Aussage komplett verändern können. Diese Wörter würde ich auch markieren oder unterstreichen. Sprachbausteine Teil 1. Jetzt kommen wir zu den Sprachbausteinen. Im ersten Teil gibt es einen Text mit Lücken. Dabei musst du die Lücken mithilfe von Multiple-Choice-Optionen ausfüllen. Du musst auf Kasus, Präpositionen, Konjugation und Konjunktion achten. Wenn du dich mit der Wortstellung von Konjunktionen auskennst, wird es leichter zu wissen, wann weil und denn passt, zum Beispiel. Du solltest aber auch die Bedeutungen gut kennen, um zwischen aber, denn und oder entscheiden zu können. Bei der Konjugationsfrage solltest du wissen, wo im Satz gemacht versus machen passen könnte. Du solltest auch wissen, welche Verben sein oder haben im Perfekt brauchen. Wann braucht man für versus seit? Du solltest die Präpositionen, die mit Zeit zu tun haben, gut auseinanderhalten können. Und Dativ, Akkusativ und Nominativ solltest du gut kennen. Mit mir, aber für mich. Ich erzähle dir etwas und ich helfe dir, aber ich vermisse dich. Und denke daran, dass Adjektive keine Endungen bekommen, wenn sie ganz am Ende stehen. Ich bin hungrig, du bist lustig, wir sind glücklich. Nicht glücklichen oder lustige. Sprachbausteine Teil 2. Diese Aufgabe ist ziemlich ähnlich. Wir haben wieder einen Text mit Lücken. Dieses Mal gibt es eine Wortsammlung und keine einzelnen Multiple-Choice-Optionen. Jedes Wort passt also nur einmal. Hier musst du den Unterschied zwischen ähnlich aussehenden Wörtern gut kennen, wie bei, dabei und da oder wen, wenn und wann. Es hilft auch, wenn du regelmäßig deutsche Texte liest. Du musst nicht gleich ein ganzes Buch lesen. Kurze Texte auf Webseiten, einfache Blogartikel oder sogar Kommentare unter YouTube-Videos können schon sehr nützlich sein. Übe dabei 2 Techniken für die Lesenteile. Skimming, also überfliegendes Lesen, um die Hauptaussage zu verstehen. Und Scanning, gezieltes Suchen nach bestimmten Informationen. Für die Sprachbausteine solltest du anders vorgehen. Du solltest besonders auf die einzelnen Wörter achten. Wann wird einen und wann ein verwendet und so weiter. Hören. Hier hörst du verschiedene Aufnahmen, zum Beispiel Durchsagen, Gespräche oder Interviews.
und musst danach Fragen beantworten. Das dauert ungefähr 30 Minuten. Hören Teil 1. In diesem Teil wirst du 5 unterschiedliche Meinungen oder Erzählungen zu einem Thema hören. Du hörst also von 5 unterschiedlichen Personen. Um das ein bisschen einfacher zu machen, ist es so, dass das immer abwechselnd ist. Eine Frau, die Sprecherin, und ein Mann, der Sprecher. Dabei hast du einen Satz pro Person, die du als richtig oder falsch bewerten musst. Dieses Audio hörst du nur einmal, also musst du gut aufpassen. Hören Teil 2. In diesem Teil hörst du ein Gespräch, was zum Beispiel im Radio stattfinden könnte. Dazu musst du 10 Aussagen als richtig oder falsch bewerten. Die Aussagen können in der Reihenfolge bewertet werden. Sie kommen also in der gleichen Reihenfolge vor wie die Antworten im Hörtext. Deswegen würde ich Stück für Stück vorgehen. Du solltest aber nicht zu lang bei einer Aussage bleiben, weil du die Info vielleicht verpasst hast. Und dann verpasst du vielleicht auch die nächste Info. Deswegen versuche ich immer auch ein Auge schon mal auf die nächste Aussage zu haben. Wenn das beim ersten Mal nicht klappt, musst du dir noch keine Sorgen machen. Das Audio wird ein zweites Mal abgespielt. Hören Teil 3. Okay, jetzt sind wir beim letzten Teil. Hierbei hörst du 5 unterschiedliche Texte, jeweils zweimal. Die Audios sind kurz und du musst nur eine Aussage pro Audio als richtig oder falsch bewerten. Du musst also nicht unbedingt das Ganze verstehen. Du musst nur nach dieser einen Information suchen. Mein Tipp: Hör so viel wie möglich auf Deutsch. Am besten jeden Tag. Du kannst zum Beispiel kurze Nachrichten hören, einfache Podcasts für Deutschlernende oder auch Videos auf YouTube. Lieber ohne Untertitel. Du solltest auch manchmal ohne Video üben, da man dadurch viel mehr Kontext hat oder sogar Lippen lesen kann. Das kann man nicht bei der Prüfung. Wenn du etwas nicht verstehst, hör es dir ruhig mehrmals an. Es geht nicht nur darum, einzelne Wörter zu verstehen, sondern den Gesamtzusammenhang zu erkennen. Außerdem ist es hilfreich, bestimmte Signalwörter zu kennen, wie zum Beispiel aber, denn, trotzdem, weil. Sie helfen dir zu verstehen, wie Informationen miteinander verbunden sind. Schreiben. Im Schreibteil der Prüfung solltest du eine formelle oder hauptformelle E-Mail schreiben. Dafür hast du 30 Minuten Zeit. Du bekommst eine Aufgabe, die einen Brief oder eine E-Mail von jemandem anderen enthält. Mit 3 bis 4 Punkten, auf die du eingehen musst. Es ist sehr wichtig, dass du auf alle Punkte eingehst. Sonst verlierst du leicht Punkte, selbst wenn dein Text grammatikalisch korrekt ist. Das Gute ist, dass die Prüfung dir im Endeffekt ein Beispiel gibt. So hast du ein paar Hinweise, wie du deinen Text abschließen könntest. Mit freundlichen Grüßen oder eher liebe Grüße. Du merkst bestimmt auch, dass der Text nach dem Gruß normalerweise mit einem kleinen Buchstaben anfängt. Mein Tipp: Übe zu Hause regelmäßig kurze Nachrichten zu schreiben.
Du brauchst keine langen Sätze oder schwierigen Wörter, sondern was eher wichtig ist, dass deine Nachricht klar und strukturiert ist. Achte auf den Aufbau. Beginne mit einer passenden Anrede, schreibe einen kurzen Einleitungssatz, dann den Hauptteil mit einen Punkten und am Ende einen höflichen Abschluss. Nützlich sind auch feste Redemittel, die du immer wieder verwenden kannst. Zum Beispiel, ich möchte mich erkundigen, ob... Vielen Dank für Ihre Nachricht oder ich freue mich auf Ihre Antwort. Solche Phrasen machen deinen Text flüssiger und strukturierter. Und du musst in der Prüfung weniger neu formulieren. Im mündlichen Teil der Prüfung sprichst du meistens mit einer anderen Person, die die Prüfung ablegt. Es gibt 3 Teile. Zuerst stellst du dich vor und lernst die andere Person kennen. Dann gibst du deine Meinung zu einem Thema und im 3. Teil plant ihr zusammen etwas. Zum Beispiel eine Reise oder ein Geschenk. Ihr bekommt erstmal alle Infos und Aufgaben und könnt alleine überlegen und Notizen machen. Dafür hast du 20 Minuten Zeit. Du solltest auch vermeiden, zu viel Notizen zu machen, da du in der Prüfung am besten frei sprechen solltest. Es ist aber nicht schlecht, ein paar Notizen zum Thema zu machen, da man die Aufgabenblätter und Texte, die vorgegeben werden, nicht mitnehmen kann nach der Vorbereitungszeit. Wenn du anfängst zu sprechen, wirst du und dein Gesprächspartner ungefähr 15 Minuten in der Prüfung verbringen. Teil 1. Für Teil 1 ist es wichtig, dass du ein Gespräch führst und nicht nur über dich selbst sprichst. Dabei ist es gut zu wissen, wann man und du und wann lieber und dir sagt. Du könntest auch kompliziertere Redemittel verwenden, wie: Und wie sieht es bei dir aus? Bist du auch noch in der Schule? Lernst du Deutsch auch erst seit kurzem? Verbringst du auch viel Zeit im Garten? Diese müssen zu deiner Situation passen, aber die könntest du vor der Prüfung aufschreiben und üben. Teil 2. Beim 2. Teil musst du über deine Meinung sprechen. Aber du musst zuerst eine andere Meinung wiedergeben können. Dieser Teil beinhaltet also auch ein bisschen Lesen. Du solltest auch auf das reagieren, was dein Gesprächspartner sagt. Er hat eine andere Meinung gelesen, die du nicht sehen kannst und die dich interessieren könnte. Dazu wird er dir über seine Meinung erzählen. Teil 3. Ihr solltet dann im 3. Teil etwas gemeinsam planen. Dabei habt ihr die gleiche Liste von Themen, die ihr entscheiden müsst. Wann und wo zum Beispiel etwas stattfinden wird. Es ist wichtig, dass du nicht nur deine Ideen bevorzugst, sondern auch Kompromisse eingehen kannst oder manchmal erlaubst, dass ein anderer Vorschlag gewinnt. Ihr solltet euch also bitte nicht streiten. Allgemein müsst ihr nicht immer auf die Uhr schauen. Die Prüfer werden auch selbst schauen, dass ihr zum nächsten Thema oder zum nächsten Teil kommt. Du solltest nicht vom Gespräch abgelenkt werden. Mein wichtigster Tipp: Übe regelmäßig laut zu sprechen. Am besten mit einer anderen Person, aber auch allein kannst du Dialoge nachsprechen oder dir selbst Fragen stellen und beantworten. Achte darauf, langsam und deutlich zu sprechen. Du musst keine perfekten Sätze sagen. Wenn du ein Wort nicht kennst, versuche es mit anderen Wörtern zu erklären. Du kannst deinen Gesprächspartner auch fragen, ob er etwas wiederholen könnte oder etwas ein bisschen anders sagen könnte.
Das ist kein Problem. Zeig, dass du kommunizieren kannst. Das ist bei diesem Teil viel wichtiger als Grammatikregeln. Die werden ja bei den Sprachbausteinen geprüft. Nutze auch hier Redemittel, die dir helfen, Sätze zu beginnen oder zu strukturieren. Zum Beispiel, ich denke, wir könnten... Was meinst du dazu? Oder ich bin dafür, weil... Und ganz wichtig, höre deinem Gesprächspartner zu und reagiere auf das, was er oder sie sagt. So zeigst du, dass du wirklich im Gespräch bist. Viele sind überrascht, dass dein Hörverständnis auch hier geprüft wird. Am Tag der Prüfung. Jetzt noch ein paar Tipps für den Tag der Prüfung. Geh rechtzeitig schlafen, frühstücke gut und nimm dir genug Zeit, um pünktlich da zu sein. Nimm alles mit, was du brauchst. Dein Ausweis, die Einladung zur Prüfung, einen Stift oder mehrere am besten und eine Wasserflasche. Versuch, ruhig zu bleiben. Denk daran, du hast dich vorbereitet. Du musst nicht perfekt sein. Zeig einfach, was du kannst. Übe gezielt mit alten Prüfungen oder Modelltests von Take. So bekommst du ein Gefühl für den Aufbau der Aufgaben und die Art der Fragen. Auch andere Prüfungen für das gleiche Niveau können dir ein gutes Gefühl dafür geben, was bei dem Niveau erwartet wird. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter und dass du dich jetzt vorbereitet fühlst, die Take B1-Prüfung zu meistern. Schreibe mir gerne deine Fragen in die Kommentare. So bekomme ich Ideen für neue Videos. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Prüfung. Du schaffst das. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!